Hallo, Freunde der Lichttechnik. Ich bin der Jens Peter und wir gehen in diesem Video auf die allgemeine Arbeit mit den Optionen von QLists ein. Im letzten Video hatten wir einige der Optionen einer QList genauer beleuchtet. Es kann aber aufwendig sein, diese Optionen für jede einzelne QList eines ganzen Sets einzustellen. Daher gehen wir nun in diesem Folgevideo allgemeiner darauf ein, wie man mit den QList-Optionen arbeitet. So schauen wir uns an, wie man die Optionen für mehrere QLists gleichzeitig anpassen kann. Außerdem lernen wir kennen, wie man die Vorlage für neue QLists an die jeweiligen Bedürfnisse anpasst. Beginnen wir nun mit der Anpassung der Optionen von mehreren QLists gleichzeitig. Hierfür müssen wir in den Project Explorer gehen. Üblicherweise wählen wir hier eine QList aus, deren Optionen wir anpassen möchten. Im Project Explorer ist aber auch eine Mehrfachauswahl möglich. Wenn man nun also mehrere QLists gleichzeitig auswählt und dann wieder die Optionen öffnet, dann können wir jetzt von allen gewählten QLists die Optionen anpassen. Dabei fällt auf, dass es Einträge gibt, die leer sind. Hier unterscheiden sich die Einstellungen der jeweiligen QLists. Im Gegensatz dazu sind die ausgefüllten Einträge in allen QLists gleich. Ändert man nun eine Option, wie zum Beispiel hier das LTP in HTP und klickt auf OK, dann wurden jetzt hier die Einstellungen für beide QLists angepasst. So kann man die Einstellungen vieler QLists sehr schnell und einfach ändern. Hat man aber in den eigenen Projekten generell spezielle Eigenschaften für QLists, die man immer benötigt, dann kann man auch die Vorlage der QList-Optionen anpassen. So werden diese Änderungen auf jede neue QList angewendet. Zu beachten ist also, dass hier die Einstellungen von bestehenden QLists nicht angepasst werden. Die globalen Änderungen sind einerseits für alle neuen QLists im aktuellen Projekt möglich, wenn man also nur für dieses eine Projekt spezielle Einstellungen benötigt. Andererseits kann man aber auch die globale Vorlage für die QList-Optionen anpassen. Dann werden diese Einstellungen für alle zukünftig neu erstellten Projekte übernommen. Um beides einstellen zu können, öffnen wir die allgemeinen Optionen von DMX Control 3. Das geht hier unter Settings, Settings. Im unteren Teil der Optionen sehen wir die projektweiten Standardeinstellungen und hier auch die Optionen für die QLists. Das hier sind also die Standardeinstellungen für das Projekt und wenn hier Änderungen vorgenommen werden, dann werden diese eben in allen neuen QLists übernommen. Dasselbe gilt auch für die globalen Optionen, die sich hier im mittleren Teil befinden. Hier können auch wie bei den aktuellen Projekteinstellungen alle Einstellungen vorgenommen werden und diese dann übernommen werden. So könnt ihr nun gerade bei speziellen Einstellungen deutlich Zeit sparen, wenn ihr dadurch nicht bei jeder neuen QList die Optionen anpassen müsst.